heiße Alina und studiere Germanistik und Skandinavistik an der Uni Köln. Ich habe letztes Jahr an dem Kurs Aspects of Urban Life teilgenommen, der im Rahmen des E-Masters angeboten wurde. Zum einen stellte der Kurs eine thematische Bereicherung des Kursangebots vor Ort dar. Zum anderen fand ich die zeitliche Flexibilität für mich persönlich sehr praktisch, da ich auch sonst sehr viel unterwegs bin und die Online-Inhalte jederzeit abrufbar sind, musste man nicht mehr in Köln sein, um die Aufgaben zu bearbeiten, und davon habe ich sehr profitiert. Und so funktioniert das Ganze. Die Nicht-Kölner Studierenden erhalten einen Gastaccount, mit dem sie sich auf Ilias einloggen können. Das hier ist eine E-Vorlesung, die hauptsächlich aus Videovorträgen besteht, die man sich online anschauen kann. Zu jedem Vortrag gibt es jeweils 2 Fragen, die man hier im Forum beantworten und mit anderen Teilnehmern und dem Tutor diskutieren muss. In einem Kursplan, der zu Semesterbeginn auch online zugänglich ist, werden dabei einzelne Termine festgelegt. Der E-Master wurde als Projekt als Reaktion auf den Wunsch der Studierenden nach einem umfangreicheren Lehrangebot ins Leben gerufen. Er stellt sozusagen eine Ergänzung des Lehrangebotes, was es vor Ort an den einzelnen Instituten gibt, dar. Das Netzwerk ist eigentlich ein reiner Tauschhandel. Jedes Institut, was mitmachen möchte im Netzwerk, muss eine Lehrveranstaltung beisteuern, die dann für alle anderen Netzwerkpartner geöffnet wird und darf dann im Gegenzug auch alle Lehrveranstaltungen aus dem E-Master für das Institut vor Ort verwenden. Die Bandbreite der Kurse, die wir im Lehrpool haben, die umfasst eigentlich alle Teilbereiche unserer beiden Fächer, der Skandinavistik und der Finnistik. Das Netzwerk ist sehr international ausgerichtet. Das merkt man schon allein beim Bau der Veranstaltungen, muss man sich überlegen, welche Unterrichtssprache verwendet wird. Das kann Deutsch sein, das kann Englisch sein, das kann aber auch eine der festlandskandinavischen Sprachen sein. Der entscheidende Vorteil ist, dass man in seiner eigenen Zeiteinteilung sehr flexibel ist. Das heißt, man kann sich immer frei entscheiden, wann man an den Diskussionen teilnimmt und sich mit anderen Studenten austauschen will. Und man kann sich natürlich auch jederzeit an den Kursleiter wenden, wenn man Fragen hat. Auch für die Dozenten stellen diese internationalen Kurse natürlich vor allen Dingen in der Konzeption eine Herausforderung dar. Man hat in Online-Kursen nicht die Möglichkeit, sofort auf Wortbeiträge zu reagieren, weil es eben kein Face-to-Face-Kontakt ist. Andererseits gibt es da ganz neue Möglichkeiten in so einem Online-Kurs. Man kann zum Beispiel zurückschauen an den Anfang des Kurses, wenn man sich schon am Ende des Kurses befindet, und schauen, was für Gedanken hatten die Studierenden denn zum Anfang des Kurses und wie hat sich das entwickelt. Man kann in Diskussionen nochmal zitieren, was man anfangs gesagt hat. Solche Sachen kann man in Präsenzkursen natürlich nicht machen.